So, herzlich willkommen, Signature at Work. Die einen sehen es vielleicht schon ein bisschen. Wir haben hier ein Differential Buba. Buba hängt, es gibt eine Revision. Und zwar eine spezielle Revision, nämlich ein bisschen angehaucht natürlich an unseren Buba. Wir haben diverse Laserteile. Salzgeber in der Maschine ist einfach der Knaller. Ich habe probiert zu filmen. Das sind so Verstärkungsteile, so Blech. Ich hatte nicht mal das Nattel zum Sackhaus, dann war das Ding fertig. Ich konnte es nicht filmen. Ist nicht gegangen. Viel zu langsam. Also bei diesen Buba hat es ja auch verschiedene Modelle gegeben, natürlich. Das ist jetzt auch noch einer mit Sachsmotor, aber wir sehen es da hat es Pedale. Bei diesen Bubas macht eigentlich immer etwas Gleiches, macht ein bisschen Zickereien. Und zwar Diff und der ganze Starter, der Seilzugstarter, das ist auch so ein bisschen, nicht so wahnsinnig geil, aber man kommt nichts mehr über. Und zum Glück haben wir ja jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt durch unseren Buba, dass wir jetzt den Kunden helfen können. Zum Beispiel sind das jetzt die Achsen. Die Achsen, die greifen hier in diesem Körper rein, hat es quasi 4 Zahnrädchen, das sogenannte Differential. Und die Achsen sollten theoretisch hier in die Zahnrädchen greifen. Und das ist natürlich immer das Problem, weil man hat doch relativ eine heftige Kraft von diesen Zahnrädchen auf die Achsen. Da sind jetzt zum Glück die Zahnrädchen sind noch tipptopp. Das sind andere Zahnrädchen, als bei uns im Buba drin sind. Also das ist noch spannend. Das sind sicher gehärtete, bei uns sind es aber ganz standardmäßig ungehärtete. Also ich verwende die wieder, weil die Toleranzen auch hier bei denen mit den Achseln sind tipptopp. Was da aber das Problem ist, die Achsen, die sind natürlich relativ aufwendig mit dieser lustigen Aufnahme von den Felgen. Und da hat es einen Zapfen abgeschert. Also da ist nichts mehr los. Also das heisst, die Achse die müssen wir komplett neu machen. Da sieht man auch, da ist schon mal irgendetwas passiert. Also da ist richtig gewürgt worden mit dem Ding. Und ich meine, das ist immerhin eine 20er Achse. Also da muss man richtig blöd tun, dass das passiert. Also da haben wir noch die Aufnahme, das ist jetzt nur eine Büchse drin, die läuft nachher etwa da. Da ist das Rädchen drin, das war im Rädchen eingepresst. Und man sieht, das hat keine Aufnahme, also das ist rund. Und was ich ja das letzte Mal gemacht habe, ist genau da so eine Schlüsselweite angefräst, auf dieser Seite, als Kraftübertragung. Weil jetzt haben wir die einzige Kraftübertragung über diese 3 mm Stiftchen. Anstatt die Büchse, ich mache jetzt eigentlich genau das Gleiche aus Stahl, mache so Büchse, dann wird das Draht erodiert auf so eine Schlüsselweite, wie wir es hier haben. Das ist eigentlich genau der Plan. Und dann werden die Büchse in den Felgen eingepresst und noch leicht verschweißt. Genau, das ist so ein Feature, das machen wir bei diesen Bubas. Das ist sicher etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Da seht ihr, da habe ich bereits schon eine EBR, eine Harigabel angepasst, weil da kommt auch eine Scheibenbremse über. Weil das ist natürlich immer da hinten, wenn da die Kiste drauf ist, vollgepackt mit Ware und der Mensch und alles, das ist relativ schwer, das ganze Gefährt. Und mit diesen Bremsen von vorher, mit diesen Trommerbremsen, ist es einfach irgendwie nicht so lustig. Also da zum Füße abheben ist schwierig, weil da klemmst du die ganze Zeit ein. Also da ist wirklich, beim Buba ist sehr, sehr wichtig, dass du eine Bremse hast, die funktioniert. Ich muss einfach nochmal sagen, auf dieser Reise mit dem Buba, ohne die Scheibenbremse, da hat es ein paar richtig brenzlige Situationen gegeben. Ich hatte ja dort ein Abfahrgewicht von etwa 280 Kilo gehabt. Total. Also ihr könnt euch vorstellen, über die Höhe alles, wie schnell das Trommelbremsli dort den Geist aufgegeben hat. Also das ist absolut eine geile Sache. Und vom Aufwand her noch überschaubar. Was man auch noch haben muss, ist natürlich ein Rädchen. Und das ist ein Hinterrad quasi vom Buba. Das ist die Aufnahme eigentlich vom Zahnkranz. Das braucht man, dass man eine Bremsscheibe montieren kann. Dann habe ich es beim Buba so gemacht, dass man das nicht sieht. Da einfach quasi die Distanzbüchse inklusive so eine Scheibe trägt, die das Ganze verdeckt, und dann ist das eine wunderbare Sache. Und da sieht man einfach, das ist im Aluminium rein. Die Löchli da, im Aluminium rein. Und das macht die ganze Zeit, hat das so eine Bewegung von auf Zug und wieder locker und wieder auf Zug. Also das ist etwas, da hast du nicht ewig Freude. Und wenn wir schon auseinandernehmen und das Ganze machen, dann machen wir da den Special quasi. Das bringt einfach wirklich viel. Was der auch noch bekommt, ist die ganze Fußrastergeschichte.
Da, das sind die gläserte Bleche, die nachher gebogen werden und da unten quasi als Fußraster dienen. Dann wird das ganz simpel neu schwarz pulvert, der Rahmen, that's it. Dann würde ich sagen, kommen wir mit, wir gehen weiter hinten, weil da hinten passiert natürlich auch noch etwas. Folgt mir! Wir haben diverse Motoren in Arbeit, Large-Frame-Motoren, Anfang 60er Jahre. Das ist jetzt ein VNB 5 Motor und da machen wir jetzt so ein ganzes mildes Tuning, von außen praktisch nicht sichtbar. Was ja die frühen Motoren charakterisiert, die haben 2 Überströmkanäle. Also wenn man das Gehäuse dann da so anschaut, sieht man da, es hat 2 Kanäle. Und nur ganz am Schluss, bei der Sprint Veloce und bei der 125 TS und GTR, hat man dann noch einen dritten Überströmkanal eingearbeitet. Der wäre da oben gewesen. Es ist aber relativ easy, so einen Zylinder, respektive so einen Motor, auf 3 Kanäle umzurüsten. Und das sind wir da am machen. Ich brauche so eine 2 mm Fußdichtung, die nur 2 Kanäle hat. Also wenn man die da drauf hebt, seht ihr, ich mache den dritten Kanal am Fuß zu, aber ich tue dann eben im Zylinder rein, respektive am Kolben, so bearbeiten, dass der dritte Kanal trotzdem gespült wird. Was wir auch noch machen, ist, wir auf dieser Seite, das wir auch noch ein bisschen arbeiten. Die Zylinder haben nur etwa 1:6,5 bis 1,7 Verdichtung. Das kann man mit dem heutigen guten Treibstoff locker 1:10 verdichten. Der Kurbeltrieb macht das mit, Lagerpleuer, das ist alles stark genug. Man kann den Kopf abdrehen oder man kann den Zylinder abdrehen. Ich würde jetzt den Zylinder abdrehen, wird da auch gerade einen Absatz im Zylinder einfräsen, damit der Kopf schön zentriert ist. Also, sehen wir uns in der Bearbeitungswerkstatt. Jetzt sind wir hier an der Fräsmaschine, der Zylinder ist aufgespannt, programmiert, ganz simpel. Würde ich sagen, lassen wir es laufen. So, das wäre es von der Zylinderfußfläche. Jetzt kehren wir ihn um, machen wir noch die Zylinderkopffläche mit der Kolbe. Können wir das Motor zusammenbauen? Ja, hallo miteinander. Jetzt sind wir hier in dem Vespa-Ecke. Ich zeige euch hier an dieser Hoffmann Vespa, was wir hier am machen sind. Das ist eine Vespa, die im Lizenzbau in Deutschland hergestellt worden ist. Das ist Jahrgang 53. Die Motoren haben halt auch mal wirklich eigentlich keine Leistung. Also das macht wirklich keine Freude zum Fahren. Also Freude schon, aber es ist halt wirklich, man muss sich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Und wir dürfen jetzt hier für den Kunden ein mildes Tuning machen, wo man auch nicht gross sieht von außen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was ich da gemacht habe. Wie ihr hier seht, hat es jetzt hier einen anderen Kopf drauf. Das ist der Originalkopf, der drauf war. Ich habe da gerade mal einen parat gemacht, dass ihr seht, wie das unten ist. Durch das haben wir einfach auch eine höhere Verdichtung. Was wir auch machen, ist ein anderer Vergaser. Da seht ihr das schöne alte Pallas-Vergaser, schön alt. Die sind halt auch, da kann man eigentlich praktisch nichts abstimmen und machen. Das ist wirklich, ja, es ist eigentlich das bisschen, was man machen kann, holt man eigentlich nichts raus. Und jetzt montieren wir hier einen schönen Polini-Vergaser. Da innen hat es wirklich wenig Platz. Jetzt montiert, wie da bei diesem Modell, ist der Benzinhahn da unten. Und eben, das ist ja die Klappe, die dann zu ist. Eben bei diesem Vergaser kommt ja der Gaszug so raus. Da habe ich keinen Platz da rein durch. Oben durch ist der Tank, das lange unmöglich. Jetzt haben wir hier aber ganz ein schönes Bauteil. Eigentlich eine Wippe. Die kann ich nachher hier oben auf den Originalvergaser montieren. So. Das kommt weg und dann kann ich hier ein kleines Kabelzeug machen und nachher kommt der Originalkabelzug und somit langt es vom Platz her. Das ist einmal das Erste, was wir machen müssen. Dann das Zweite, wie ihr seht, er hat jetzt einen Handschock zum Ziehen.
Wie ihr jetzt aber seht, wenn ihr hier hinschaut, ich kann wieder hier einlangen. Ich habe keine Chance, um das zu machen. Da kann ich auch jetzt umbauen und dann mache ich einen Kabelzug selber anfertigen. Und dann kann man nachher einfach so ziehen, ist der Jog drin und wenn ich wieder runterdrücke, ist er draussen. Ich tue jetzt die Zündung sauber einstellen, dass das stimmt und nachher gehen wir fahren und dann noch sauber abstimmen. Dann haben wir eben, der Ralf, der weiss da wirklich alles und da lerne ich sehr viel davon und ja, wenn er es einstellt, ist es nachher einfach perfekt zum Fahren und dann macht es sicher eine Freude, eben ein bisschen mehr Leistung, dann macht es auch mehr Spass. Ein bisschen schneller unterwegs zu sein, dass man den Hocker auch schneller draufkommt. Also, dann wünsche ich euch viel Spass beim Schrauben und gute Fahrt. Bis ein anderes Mal. Ciao zusammen.